Geehrte Brüder, dies ist die dritte und letzte Freitagspredigt, die letzte Jum'a in diesem gesegneten Monat Ramadan. Nächsten Jum'a, inshallah ta'ala, wird Salat al-Eid gebetet. Viele Menschen bedauerlicherweise unter den unwissenden Muslimen, unter denen die labil sind, freuen sich, dass der Monat Ramadan sich dem Ende nähert. Freuen sich, dass endlich wieder die Zeit kommt, an dem sie zu jeder Zeit essen und trinken und tun und lassen können, was sie wollen. Diese Menschen, bedauerlicherweise, viele von uns, möge Allah uns und ihnen vergeben, haben den Wert dieses gesegneten Monats nicht verstanden. Haben nicht begriffen, welche gewaltige Chance Allah uns gegeben hat, von den Gnadengaben und den Früchten dieses Monats zu profitieren. Ich kann mich noch erinnern an meine Heimat, wenn der Sommer kam, haben sich die jüngeren Leute gefreut, weil sie zu dieser Zeit mit einer Art Arbeitervisum nach Montenegro reisen dürften, um dort zu arbeiten für 2-3 Monate. In meiner Heimat verdient man zwischen 150 und 250 Euro. Wenn man etwas mehr erreicht hat, 300, 350, je nachdem. Doch Mitte, Standard ist zwischen 150 und 250. In Montenegro haben die fast das Doppelte verdient. Und die sind im Sommer für 2 oder 3 Monate dahin gegangen, haben sonst wo geschlafen, haben ihr Leben sonst wie gelebt, Hauptsache etwas mehr Geld verdienen. Als sie zurückkamen, viele auch aus meiner Familie, als sie zurückkamen, waren sie glücklich als auch traurig. Glücklich darüber, dass sie Alhamdulillah etwas mehr verdienen konnten als in der Heimat, traurig darüber, dass diese Zeit vergangen ist. Traurig darüber, dass diese 2 oder 3 Monate vergangen sind, in denen sie mehr verdient haben als bei uns. Und wir reden hier von etwas Lächerliches, wir reden hier von etwas Kleines, wir reden von etwas, was man nicht vergleichen kann, subhanallah al-Azim. Sie waren weit weg von ihrer Familie, sie haben sonst wo geschlafen, sie haben sonst was gegessen oder getrunken, Hauptsache etwas mehr verdienen, in diesen 2 oder 3 Monaten. Während wir im Monat Ramadan eine Chance von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben, pro Tag etwas zu gewinnen, was wir über das ganze Jahr nicht gewinnen können. Allein schon der Hadith des Propheten a.s. Alaykum bis-Sawm, fa-innahu la mithla lah. Halte dich an das Fasten. Sei von denen, die fasten, denn das Fasten ist mit nichts und aber nicht zu vergleichen. Allein der Hadith des Propheten a.s., den wir hier oft erwähnt haben. Man sama yawman fi sabilillah, ba'da Allahu wajhahu an nari 70 khalifa. Wer einen Tag um Allahs Willen fastet, Allah der Erhabene entfernt sein Gesicht 70 Herbste, 70 Jahre vom Höllenfeuer. Welch gewaltiger Monat, welch gewaltige Möglichkeit, die Gnadengabe Allahs ta'ala zu gewinnen. Nichtsdestotrotz, wir Menschen befinden uns leider im Raffle. Wir befinden uns leider in einem Zustand, wo wir nicht aufmerksam sind. In einem Zustand, wo wir nicht begreifen, was um uns herum geschieht. Aus diesem Grund freuen sich viele Menschen, dass der Monat Ramadan sich dem Ende nähert und sie nun endlich wieder alles tun und lassen können, was sie wollen. LAYLAT. Der Muslim versucht diese letzten Tage, die geblieben sind, heute ist die 24. Nacht, der Muslim versucht die letzten Tage, die letzten Stunden, die letzten Minuten, ja selbst die letzten Sekunden sinnvoll auszunutzen, um die Gnadengabe Allahs ta'ala zu gewinnen. Talha radiallahu anhu warda hat den Gläubigen mit einem Pferd verglichen. Und dies ist keine Beleidigung, im Gegenteil. Pferde sind edle Tiere, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Reine Tiere, erhabene Tiere, die er selbst im Koran erwähnt hat. Er sagt, das gute Pferd gibt am Ende alles. Wenn du ein Marathon am Laufen bist, am Bestreiten bist, am Ende gibst du alles. Am Ende gibst du alles. So ist es in jeder Disziplin dieser Welt, in jedem Sport dieser Welt, auch beim Boxen, auch sonst wo, am Ende geben sie alles. Am Ende wollen sie nochmal alles geben, um möglichst viel zu erreichen, um möglichst den Sieg zu erreichen. So sollte der Gläubige sein. Am Ende jetzt sollte alles geben. Sei es, wenn es um das Gebet geht, sei es, wenn es darum geht, zu fasten, wie Allah es will, indem man sich fernhält von verbotenen Dingen. Seien diese verbotenen Dinge, die mit unseren Augen, mit unseren Ohren oder mit unseren Zungen zu tun haben oder mit einem anderen Körperteil. Oder sei es darum, dass wir freundlich gegenüber den Menschen sind, hilfsbereit und nah gegenüber jeglicher Art von Menschen. Über Menschen, die mit uns Frieden wollen, die nicht hinaus sind, um uns zu bekämpfen. Allah ta'ala sagt im Koran, وَإِنْ جَنَحُ لِلسِّلْمِ فَجْنَا لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Und wenn sie zum Frieden neigen, neigt auch ihr zum Frieden. Und wenn sie zum Frieden neigen, neigt auch ihr zum Frieden und vertraut auf Allah ta'ala.
Die Muslime sind keine streitsüchtigen Menschen. Die Muslime sind nicht jene, die darauf hinaus sind, einen Krieg zu führen. Nein, nein, wir wollen im Frieden leben. Wir wollen mit allen Menschen gut auskommen. Wir wollen den Menschen zeigen, was der Islam ist. Wir wollen den Menschen zeigen, dass wir uns nicht nur vom Essen und vom Trinken fernhalten und enthalten, sondern von jeglicher Art von Beleidigung, schlechten Worten oder schlechten Taten, die uns selbst als auch dem Image des Islam schaden können. Aus diesem Grund, Allah Tabaraka wa Ta'ala hat es nicht aus Zufall in den letzten 10 Nächten des gesegneten Monats Ramadan eine Nacht gelassen, welche größer und erhabener ist als jede andere Nacht im Jahr. Die Rede ist von der LAYLAT Al-QADR, über der wir heute inshallah in kurzen Punkten sprechen werden. Zunächst einmal, was ist die LAYLAT Al-QADR? Allah Tabaraka wa Ta'ala hat über diese gewaltige Nacht gesprochen. Der Prophet a.s. hat über diese gewaltige Nacht gesprochen. Als er sallallahu alaihi wasallam vom gesegneten Monat Ramadan sprach, sagte er a.s. am Ende: Lillahi fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Man hurima khayraha faqad hurim. Na'udhu billahi ta'ala. Der Gesandte a.s. sagte wahrlich, Allah der Erhabene hat in diesem gesegneten Monat Ramadan eine Nacht bestimmt, eine Nacht auserwählt, welche wertvoller, gesegneter und erhabener ist bei Allah Tabaraka wa Ta'ala als 1000 Monate, la ilaha illallah. Wer von ihrem Nutzen, wer von ihrem Khair verwehrt bleibt, dieser ist verwehrt. Wer es nicht schafft, von ihrem Khair zu profitieren, dieserjenige ist von jeglicher Art von Khair ausgeschlossen. Subhanallah. Eine Nacht in den letzten 10 Nächten dieses gesegneten Monats Ramadan. Eine Nacht, die meine und deine Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala um das 1000-fache, um das 10.000-fache erhöhen kann. Die Menschen, bevor wir weitermachen, die Menschen haben bis heute nicht begriffen, dass wir bedürftig sind für Allah subhanahu wa ta'ala. Dass wir seine Gnade und Barmherzigkeit azza wa jal bedürftig sind. Allah azza wa jal sagt in einer edlen Ayah im Koran: Ja ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. O ihr Menschen, sagt Allah, er spricht zu jeder Art von Menschen. O ihr Menschen, ihr seid arm bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah ist der Erhabene. Allah ist der absolut Reiche. Allah ist der Selbstdankende Tabaraka wa ta'ala. Ihr seid bedürftig für Allah azza wa jal. Ihr seid bedürftig für Allah, den Erhabenen azza wa jal. Und aus diesem Grund, aufgrund seiner Gnadengabe Tabaraka wa ta'ala, aufgrund seiner Barmherzigkeit azza wa jal, hat er im gesegneten Monat Ramadan in den letzten 10 Nächten eine Nacht bestimmt, die wertvoller ist als 1000 Monate. Wertvoller ist als 83 Jahre Ibadah. Khayrun, besser. Subhanallah al-Azim. Allah der Erhabene sagt im Koran: Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Wahrlich, wir haben ihn, den Koran, in einer gesegneten Nacht offenbart. Subhanallah. Wir wissen, dass der Monat Ramadan, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Der Monat Ramadan ist der Monat, in dem der Koran, das Buch Allahs, die Worte Allahs azza wa jal offenbart wurden. هدى للناس, eine Rechtleitung für die Menschen. وبينات من الهدى والفرقان. Es ist eine Unterscheidung zwischen der Rechtleitung, zwischen dem, was Allah erlaubt hat und dem, was Allah verboten hat. Es ist kristallklar für jene, die Verstand besitzen. Für jene, die ihre Herzen offen haben. Für jene, die Augen haben in ihren Herzen. Der Koran ist das Buch Allahs azza wa jal, nach dem wir uns richten und mit dem wir richten. Wir ergeben uns keinen anderen Gesetzen als den Gesetzen Allahs tabaraka wa ta'ala. Wir respektieren die Gesetze eines Landes in dem Sinne, dass wir nicht die Verbote begehen oder etwas von dem, was sie uns verbieten, tun. Weil wir wollen nicht im Gefängnis landen, wir wollen nicht etwas tun, was dazu führen könnte, dass unser Miteinanderleben kaputt geht. Nein, aber das Gesetz Allahs azza wa jal steht über jedes andere Gesetz. Er steht über das deutsche Gesetz, er steht über das Gesetz meiner Heimat und das Gesetz eurer Heimat, wo ihr auch immer kommt. Das Gesetz Allahs azza wa jal ist das, was sich niemals verändert. Ist das Wort Allahs tabaraka wa ta'ala. Gerechtigkeit für alle Menschen. Es verändert sich nicht. Und es wird nicht von Abgeordneten mal geändert und mal verabschiedet, welche, wenn man sich einige Gesetze anschaut, man könnte meinen, sie waren zu der Zeit betrunken. Aus diesem Grund, meine geehrten Brüder, wenn es keinen anderen Grund gäbe, weshalb man den Monat Ramadan ehrt und in diesem Monat fastet und in diesem Monat Gutes tut und in diesem Monat sich vom Schlechten abhält, so würde es genügen, dass der Koran in diesem gesegneten Monat offenbart worden ist. Das Buch Allahs azza wa jal, welches Shifa, welches eine Heilung für den Gläubigen ist, welches ebenso eine Fürsprache für den Gläubigen am Tage der Auferstehung ist. Deshalb, der Muslim halte sich an das Buch Allahs azza wa jal.
Der Muslim richtet sich nach dem Buch Allahs subhanahu wa ta'ala. Der Muslim akzeptiert jede Strafe, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Selbst wenn sie gegen einem selbst sich richtet. Selbst wenn es die Todesstrafe ist, Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala hat es derartig entschieden und wir akzeptieren alles, was von unserem Schöpfer tabaraka wa ta'ala kommt. Und wieso sollen wir dafür kritisiert werden? Wenn auch in anderen Ländern die Todesstrafe mit den abscheulichsten Methoden ausgeführt wird und niemand dagegen spricht. Wieso nur gegenüber den Gesetzen Allahs, unseres Schöpfers Azza wa Jal, den Schöpfer aller Dinge tabaraka wa ta'ala. Aus diesem Grund, Inna anzalnahu fi laylati mubaraka. Allah, der Erhabene, sagt im Koran, wahrlich, wir haben den Koran, das Gesetz, das Buch, die Offenbarung, die Rechtleitung, die Heilung, die Fürsprache in diesem gesegneten Monat, in einer gesegneten Nacht offenbart. In der Surah Al-QADR, welche jeder Muslim kennt und kennen muss, Allah tabaraka wa ta'ala erklärt uns dies deutlicher und detaillierter, indem er sagt, Inna anzalnahu fi laylati al-qadr, wa ma adraka ma laylatu al-qadr, laylatu al-qadri khayrun min alfi shahr. La ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla sagt, wahrlich, wir haben ihn, den Koran, in der Laylat al-Qadr, in der Nacht der Macht, in der Nacht der Bestimmung offenbart und zu den Menschen herabgelassen. La ilaha illallah. Wa ma adraka ma laylat al-Qadr. Doch was lehrt dich wissen, was die Laylat al-Qadr ist? Was weißt du, was die Laylat al-Qadr ist? Laylat al-Qadri khayrun min alfi shahr. Die Laylat al-Qadr ist wertvoller und gesegneter bei Allah subhanahu wa ta'ala als 1000 Monate. Als 83 Jahre, la ilaha illallah. Abu Hamid al-Ghazali, rahmatullahi alayhi, sagt, in der arabischen Sprache, wenn man in Bezug auf Monate eine hohe Anzahl erwähnen möchte, gibt es keine höhere als 1000 Monate. Denn wäre es so, Allah subhanahu wa ta'ala hätte mehr als 1000 Monate erwähnt. Hätte 10 oder 20 oder 30.000 Monate erwähnt. Doch dies war in der arabischen Sprache nicht üblich. Und aus dem Grund hat Allah Azza wa Jal 1000 Monate erwähnt. Doch er fügte hinzu, Khayrun, besser als 1000 Monate. Besser als 1000 Monate, eine Nacht. Eine Nacht, subhanallah al-azim. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. La ilaha illallah. Der Engel Jibril a.s. gemeinsam mit den anderen Engeln steigt in dieser Nacht herab. Subhanallah al-azim. Salamun hier. Frieden herrscht in dieser Nacht. Ruhe herrscht in dieser Nacht. Gelassenheit herrscht in dieser Nacht. Hatta mutla' al-fajr, bis zum Morgendämmerung. Diese gesegnete Nacht ist ein großes Geschenk, um genau zu sein, das größte Geschenk Allahs Azza wa Jalla an uns, nach der Rechtleitung, um das Paradies Allahs tabaraka wa ta'ala zu gewinnen. Um gute Taten zu machen, die sich vervielfachen, vertausendfachen, um eine hohe Stufe im Paradies Allahs tabaraka wa ta'ala zu gewinnen. Denn ihr wisst, Al-Jannatu mi'atu darajat, das Paradies hat 100 Stufen. Das Paradies hat 100 Stufen. Und Allah tabaraka wa ta'ala offenbart und sagt im Koran, وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا, und jeder erhält seine Stufe gemäß seinen Taten. Jeder erhält seine Stufe gemäß seinen Taten. Meine und deine Taten sind wenig, mein Gärtner Bruder. Wallahi, unsere Taten sind wenig. Wenn wir diese gesegnete Nacht nicht nutzen, und sie könnte in jeder dieser 10 Nächte sein, sie könnte schon vergangen sein, Wallahu a'lam. Auch wenn die wahrscheinlichste Meinung, die erwähnen wir gleich, jene ist, dass sie am 27. ist. Nichtsdestotrotz könnte sie bereits vergangen sein, wenn wir diese Nacht nicht nutzen. Wenn wir in dieser Nacht nicht Allah Azza wa Jal unsere Gehorsamkeit beweisen, haben wir verloren, wie es der Prophet a.s. bereits sagte, Man hurima khayraha faqad hurim. Wer von ihrer Gnade, von ihrem Khayr enthalten wird, diesemjenigen wurde alles Gute verwehrt. La ilaha illallah. Möchtest du von denen sein, denen Allah Azza wa Jal diese große Chance verwehrt? Wenn jemand dir sagt, komm eine Nacht arbeiten, 1000 Euro gewinnst du. Wallahi, du würdest das machen. Du würdest es machen, egal wie anstrengend die Arbeit ist, du würdest es machen. Stell dir vor, jemand sagt 10.000 Euro, 100.000 Euro, la ilaha illallah, wir sind Fuqara, wir sind arme Leute, wir sind Masakin, wir sind keine Millionäre. Jeder einzelne von uns würde springen. Doch Allah Azza wa Jal bietet uns etwas, was viel Größeres. Etwas, was nicht vergeht. Etwas, was wir finden werden morgen, wenn wir Allah begegnen. Morgen, wenn wir unsere Waagschale sehen, mit den guten und den schlechten Taten, werden wir sehen, dass wenn wir in der Laylat al-Qadr, in dieser gesegneten Nacht, von diesen gesegneten Nächten des gesegneten Monats Ramadan, uns Allah ergeben haben, dass wir eine volle Waagschale haben, die schwer wiegen wird bei Allah subhanahu wa ta'ala. Die Engel Allah steigen in diese Nacht herab, la ilaha illallah. Der Prophet a.s. sagt, Inna al-Malaikata tilka al-Laylata fil ardi akthar min adad al-hasa. Die Engel Allahs Azza wa Jalla auf der Erde in dieser Nacht sind mehr als alle Steinchen dieser Welt, la ilaha illallah. Wie viele Steine gibt es auf dieser Welt? Kleine Steinchen hat der Prophet a.s. erwähnt. Die Anzahl der Engel in dieser Nacht ist größer,
ist gewaltiger. Möchtest du in dieser Nacht eine Sünde begehen? Möchtest du in dieser Nacht betrunken sein? Möchtest du in dieser Nacht in einer Diskothek sein? Möchtest du in dieser Nacht in einer Spielothek sein? Möchtest du in dieser Nacht in einer Shisha-Bar sein? Möchtest du in dieser Nacht bei einer Tat sein, die Allah verabscheut und verboten hat? Nein, möchtest du nicht. Nein, Wallahi, möchtest du nicht. Wir alle wollen im Gebet sein. Wir alle wollen dabei sein, Koran zu lesen. Wir alle wollen dabei sein, wie wir unsere Hände erheben und Allah um Vergebung bitten. Und ihn bitten, unser Weltliches, als auch unser Leben nach dem Tod verbessern. Ikhwan, taqaddamu, li'anna nas la yujad makan. Komm noch ein Stück nach vorne, bitte. Barakallahu fikum. In dieser Nacht, Allah tabaraka wa ta'ala lässt seine Engel herab. Engel, die teilweise niemals zuvor auf der Erde gewesen sind. Deren Anzahl größer ist als die aller Steinchen auf dieser Erde. La ilaha illallah. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Wie Allah der Habe im Koran offenbart hat. Und keiner kennt die Anzahl seiner Soldaten. La ilaha illallah. Und die Engel Allahs azza wa jal sind die wahren Soldaten. Sind die wahren Soldaten aufgrund dessen, weil Allah tabaraka wa ta'ala über sie gesagt hat, La ya'asuna Allah ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sie widersprechen Allah in keinster Weise und sie führen stets das aus, was Allah tabaraka wa ta'ala ihnen befohlen hat. Aus diesem Grund, meine Brüder, einer dieser 10 Nächte. Der Prophet alaihi salatu wassalam sagt im Hadith von unserer Mutter Aisha radiallahu anha wa ardaha, تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. Sucht die Laylatul Qadr. Sucht die Laylatul Qadr, die Nacht der Bestimmung, die Nacht der Macht, in den letzten 10 ungeraden Nächten des gesegneten Monats Ramadan. Nichtsdestotrotz sagen die Ulama, sie kann auch in den geraden Nächten antreffen. Es gibt eine authentische Überlieferung von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, welcher der beste Kommentator des Korans war, welcher vom Propheten alaihi salatu wassalam zweimal den gesamten Koran erklärt bekommen hat und welcher der Prophet alaihi salatu wassalam für ihn Dua gemacht hat, dass er den Koran, die Weisheit versteht. Er sagt, Iltamisuha fi 24, sucht die Laylatul Qadr in der 24. Nacht. Es gibt Überlieferungen der 26. und so weiter. Das heißt, jede dieser Nächte könnte es sein. Jede dieser Nächte könnte es sein. Jede dieser Nächte könnte die Nacht sein, die dein Leben verändert. Denn Wallahi al-Azim, glaub mir, mein geehrter Bruder, wenn Allah es dir erlaubt, diese Nacht zu erreichen, mit Taten, die er liebt, du wirst bi'idhnillahi ta'ala dich verändern. Du wirst eine Veränderung in dir spüren. Denn Allah wird dir keinen Lohn von 83 Jahren zuschreiben wegen einer Nacht und dich daraufhin am nächsten Tag gleich weitermachen lassen wie zuvor. Nein, nein, es wird sich etwas in dir verändern. Es wird sich in uns was verändern, wenn wir in dieser Nacht von denen sind, die Allah, den Erhabenen, Azza wa Jal, um Gutes bitten. Die in dieser Nacht, wie es der Prophet alaihi salatu wassalam tat, auflebte. Er lebte die letzten 10 Nächte auf. Der Tag wurde zur Nacht, auch wenn der Prophet alaihi salatu wassalam ein Tag war. Er hat sehr wenig geschlafen, sallallahu alaihi wasallam. Und als unsere Mutter Aisha radiallahu anha ihn danach befragte, er sagte, Tanamu aini wa la yanamu qalbi. Meine Augen schlafen, aber mein Herz schläft nicht, ja Aisha. Sein Herz war immer aktiv. Sein Herz hat immer Allah gedenkt. Und so muss der Muslim sein. Er muss aufgrund der Erschwernisse, die er im Gebet hatte, oder des Tages, den er gefüllt hat mit guten Tagen, einschlafen. Wenn er so sehr kaputt ist, so sehr erschöpft ist, aufgrund der Ibadah und auf diese Art und Weise einschläft, kann er hoffen, dass Allah tabaraka wa ta'ala ihn einen gewaltigen Lohn zuschreibt. Die Laylatul Qadr, die Nacht der Bestimmung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam und viele Menschen kritisieren jene, die diese Meinung haben, dass die Nacht am 27. ist. Einige sagen, das sagen nur die Muqtadi'a, andere sagen, das hat keine Basis in der Religion, andere dies, andere jenes. Das Problem liegt nicht darin zu sagen, die Laylatul Qadr ist am wahrscheinlichsten in der 27. Nacht. Denn dafür haben wir einen authentischen Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam mit mehr als einer Überlieferungskette. Von Muawiyah ibn Sufyan radiallahu anhu warda, worin der Prophet alaihi salatu wassalam über die Laylatul Qadr spricht. Er sagt, Iltamisuha fi 27. Sucht die Laylatul Qadr in der 27. Nacht des Monats Ramadan. Dies ist ein authentischer Hadith. Das Problem besteht jeglich darin, wenn die Muslime alle anderen Nächten vernachlässigen, in allen anderen Nächten so weitermachen wie zuvor, aber nur die Laylatul Qadr oder die 27. Nacht ihr eine Aufmerksamkeit schenken. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht daran zu glauben oder davon überzeugt zu sein, dass sie, inshallah ta'ala, am 27. ist. Das Problem besteht darin, die anderen Nächte zu vernachlässigen, in denen ebenso Laylatul Qadr sein könnte. Und der Grund, weshalb wir es nicht genau wissen, wann die Laylatul Qadr ist ein sehr interessanter Grund, subhanallah al-Azim.
عن عبادة بن صامت رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاها رجلان من المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاها فلان وفلان فرفعت وأسى يكون خيرا لكم التمسوها في 7 و9 و5. Der Prophet alaihi salatu wassalam, Hadith von Ubadah ibn Samit radiallahu anhu warda, authentische Aussage. Er ging hinaus zu den Muslimen, um ihnen die frohe Botschaft zu überbringen. Wann die Laylat al-QADR stattfindet, wann die Nacht der Macht ist, wann diese gesegnete und erhabene Nacht ist, mit der Muslim 83 Jahre Ibadah bei Allah, den Erhabenen Azza wa Jal, gewinnt. Doch was sagt der Gesandte alaihi salatu wassalam? Was sahen seine Augen, welche stets darauf Wert gelegt haben, nur das Gute zu sehen? Welche es nicht ertragen konnten, das Schlechte und das Üble zu sehen? Er sah, wie sich 2 Muslime miteinander stritten. La ilaha illallah. Wir sehen heute tagtäglich nicht nur, wie Muslime sich gegenseitig streiten und beleidigen. Wir sehen, wie die Muslime einander die Köpfe einschlagen. Dies lässt uns kalt. Wallahi, dies lässt uns kalt. Wir sehen, wie Muslime sich gegenseitig töten. Das lässt uns kalt. Wir sehen, wie die Feinde Allahs die Muslime töten. Das lässt uns kalt. Warum? Weil unser Iman schwach ist. Warum? Weil wir nicht den Islam begriffen haben. Heute Nacht, gestern Nacht auf heute Morgen, 38 Menschen mindestens wurden in Idlib in Syrien getötet. Von russischen Kampfflugzeugen. Das lässt die Muslime kalt. Die Muslime in Syrien, die Muslime anderswo. Es lässt sie kalt. Wir haben uns gewöhnt daran, zu sehen, miteinander zu kämpfen und von den Feinden getötet zu werden. Wir haben uns daran gewöhnt, das macht uns kalt. Dem Gesandten alaihi salatu wassalam aber nicht. Er hat vergessen, als er gesehen hat, die 2 Muslime miteinander gestritten hat, er sagte zu ihnen, er sprach zu den Muslimen, Inni kharajtu li ukhbirakum bi Laylat al-Qadr. Ich ging hinaus, um euch mitzuteilen, wann die Laylat al-Qadr ist. Ich wollte es euch mitteilen. Wa innahu talaha fulan wa fulan. Doch dann habe ich Fulan so und so und Fulan so und so gesehen, wie sie miteinander gestritten haben. Verrufiat. Ich habe es vergessen. La ilaha illallah. Etwas derartig Wichtiges hat der Prophet alaihi salatu wassalam vergessen, weil er gesehen hat, wie 2 Muslime miteinander gestritten haben. Wallahi, wir vergessen gar nichts. Wir sehen die Muslime sich töten und beleidigen von Kopf bis Fuß, macht uns nichts aus. Es lässt uns kalt. Wir sagen, es geht mich nichts an. Warum? Weil wir die Einheit der Umma nicht begriffen haben. Weil wir nicht begriffen haben, dass wir so sein müssen, wie es der Gesandte alaihi salatu wassalam gesagt und uns beschrieben hat, kajasadil wahid, wie ein einziger Körper. Wenn die Muslime wie ein einziger Körper sind, wenn ein Körperteil wehtut, der gesamte Körper ist unruhig. Wenn dein Arm wehtut, du kannst nicht schlafen. Wenn dein Bein wehtut, du kannst nicht schlafen, du bist deine Augen nicht zu. Aber wir Muslime heute, jeder geht seinen Weg. Jeder tut und lässt, was er will. Das geht mich nicht an, der geht mich nicht an. Die geht mich nicht an, dies geht mich nicht an. Jeder tut und lässt, was er will. Dementsprechend ist unsere Lage. Dementsprechend werden wir von den Feinden Allahs Azza wa Jal überall auf der Erde erniedrigt. Dementsprechend erniedrigen wir einander. Warum? Weil wir vergessen haben, dass wir eine Umma sind. Weil wir vergessen haben, dass wir wie ein Körper sein müssen. Kabunyanin Marsus, wie Allah der Erhabene Azza wa Jal gesagt hat. Wie ein starkes Gebäude, welches feststeht, welches nicht wackelt, welches nicht rückelt. Nein, wie ein einziger Körper. Yadullahi ma'al Jama'a. Die Hilfe Allahs, die Hand Allahs, die Barmherzigkeit Allahs, die Unterstützung Allahs ist mit der Jama'a, mit der Gemeinschaft, mit der die zusammen sind, mit der die zusammenhalten, mit der die einander nahe kommen und sich nicht trennen. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Haltet fest, sagt Allah Azza wa Jal, an das Buch Allahs und an die Sunna des Propheten alaihi salatu wassalam. Haltet fest an die Wahrheit. وَلَا تَفَرَّقُوا. Und trennt euch nicht. Und trennt euch nicht. إِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ. Denn der Shaitan, alaihi la'natu min Allah, ist mit dem Einzelnen. Und die Mehrheit der Muslime sind heute Alleingänger. Dementsprechend ist auch unsere Lage. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Allah wird eine Erniedrigung auf euch herablassen. Er wird sie nicht von euch hinwegnehmen, ehe ihr euch ändert, ehe ihr euch wieder zu der Religion Allahs Azza wa Jal begibt. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ändert nie und nimmer die Lage eines Volkes, ehe sich das Volk, ehe sich die Umma, ehe sich die Familie, ehe sich der Mensch selbst anfängt zu ändern. Erst dann beginnt die Verbesserung. Erst dann beginnt der Sieg, erst dann beginnt der Stolz, erst dann kommt die Ehre. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Allah der Erhabene hat uns mitgeteilt,
dass der Izze, der Stolz, die Ehre, Allah, seinem Gesandten, den Gläubigen gehört. Doch die Munafiqun, die Heuchler, wissen es nicht. Doch auch wir heute wissen es nicht. Wir sehen es nicht, weil wir nur gewohnt sind, einander zu erniedrigen und gewohnt sind, von anderen erniedrigt zu werden. Warum? Weil wir das Buch Allahs und die Sunna des Propheten a.s.w. hinter uns geschmissen haben. Der Prophet a.s.w. ging hinaus und wollte den Muslimen mitteilen, wann die Laylatul Qadr stattfindet. Doch er sah, wie zwei Muslime stritten. Und das hat ihn mitgenommen, la ilaha illallah. Denn Allah, der Erhaben, hat den Propheten a.s.w. mit besonderen Eigenschaften im Koran beschrieben. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah der Erhabene sagt, zu euch ist ein Gesandter gekommen aus eurer Mitte. Aus eurer Mitte, von euch selbst ist ein Gesandter gekommen. Allah hat die Menschen geehrt, indem er aus ihrer Mitte einen Gesandten auferweckte, einen Gesandten auferstehen ließ, einen Gesandten beauftragte mit der letzten und wichtigsten Botschaft. Azizun alayhi ma anittum, harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Es hat ihn geschmerzt, es hat ihn traurig gemacht, wenn er gesehen hat, wie die Muslime gelitten haben. Es hat ihn traurig gemacht, wenn er gesehen hat, dass die Muslime leiden. Er war mitfühlend, barmherzig, gnädig, nahestehend gegenüber den Gläubigen. Gegenüber den Gläubigen, gegenüber denen, die ihre Herzen für Allah, den Erhabenen Azza wa Jal, geöffnet haben. So war er, a.s.w. Aus diesem Grund, als er gesehen hat, wie zwei Muslime miteinander gestritten haben, es hat ihn nicht kalt gelassen. Es hat ihn derartig mitgenommen, dass er selbst diese frohe Botschaft vergessen hat, wann sie genau stattfindet. So sagt er, a.s.w. Taharraw fi sab'i wa tis'i wal khamsi. So sucht die Laylatul Qadr in der 25., 27. oder in der 29. Nacht. Denn in einer dieser Nächte ist diese Nacht, welche Allah tabaraka wa ta'ala für seine Diener bestimmt hat. Wenn sie sie erreichen, erreichen sie den Lohn bei Allah tabaraka wa ta'ala, als hätten sie 83 Jahre Ibadah verbracht. Unsere Mutter Aisha radiallahu anha wa ardaha fragte den Gesandten a.s.w. an Aisha radiallahu anha, قالت, قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها. O Gesandter Allahs, wenn ich jetzt weiß, welche Nacht die Laylatul Qadr ist, wenn ich sie treffe, welches Bittgebet sollte ich sprechen? Was empfiehlst du mir, ja, O Gesandter Allahs? Schaut, subhanallah al-Azim, die Frau fragt den Mann. Wir leben in einer Zeit, wo bedauerlicherweise die Muslime sich kein Wissen aneignen. Dementsprechend können sie nicht mal ihrer eigenen Frau eine Antwort geben. Es gibt detaillierte Fragen, dazu haben wir, alhamdulillah, unsere Mashaykh, haben wir unsere Lehrer, alhamdulillah. Aber auf einfache Fragen, auf allgemeine Fragen, die mit unserem Alltag zu tun haben, jeder Muslim sollte sich Wissen aneignen. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Es ist die Pflicht eines jeden Muslim, sich Wissen anzueignen. Wenn die Kinder eine Frage stellen, dann muss man darauf antworten können. Bevor ich weitermache, warum gibt es heute so viele Muslime, die, sobald sie die erste Möglichkeit bekommen, aus dem Elternhaus zu gehen, gehen sie den falschen Weg? Sehr, sehr viele. Warum? Weil, als sie noch zu Hause gelebt haben, der Vater war streng. Ja, alhamdulillah, der war streng. Aber wenn es darum ging, eine Sache nicht zu machen, du darfst nicht dahin, du darfst nicht dies, du darfst nicht jenes, wenn die Kinder gefragt haben, warum, haben die gesagt, ja, es ist so. Es ist verboten. Warum ist es verboten? Erklär es ihnen. Erklär ihnen die Weisheit. Jedes Verbot, jedes Gebot hat eine Weisheit. Erklär es deinen Kindern. Sitz mit ihnen. Zeig ihnen die Beweise. Zeig ihnen die Argumente. Wenn du nicht weißt, ruf jemanden an. Aber sei von denen, die sich Wissen aneignen. Sei von denen, die deine Frau, deine Kinder belehren. Denn kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ihr werdet dafür befragt. Ihr werdet danach befragt. Nach dem, was ihr hütet. Nach euren Frauen und euren Kindern. So fragte unsere Mutter Aisha radiallahu anha ihren Ehemann, den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, Ma aqulu fiha ya Rasulallah, was sollte ich in der Laylatul Qadr sagen? Und der Gesandte alaihi salatu wasalam lehrte sie ein Bittgebet, welches jeder Muslim aussprechen soll. Welches jeder Muslim während diesen Tagen, tagsüber als auch nachts, stets wiederholen muss. قال عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني لا إله إلا الله اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا أرحم الراحمين. Sagte zu ihr, O Aisha, sprich, O Allah, du bist allvergebend, du liebst es zu vergeben, so vergib mir. Subhanallah, wie leicht. O Allah, du bist allvergebend, du liebst es zu vergeben, so vergib mir. Allah Azza wa Jal hat das Paradies für uns erschaffen. Allah hat das Paradies für uns erschaffen. Allah liebt es zu vergeben. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah liebt es, von uns die Reue anzunehmen.
Er wünscht sich die Reue von uns anzunehmen. Aber wie kann er unsere Reue annehmen, wenn wir schlafen? Wie kann er unsere Reue annehmen, wenn wir nichts dafür tun? Wenn wir unsere Hände nicht einmal erheben und sagen, ja Rabbi, vergib oh mein Herr, vergib mir. Wenn der Muslim dafür zu faul ist, was soll er erwarten? Sufyan fragte den Gesandten a.s.w. Ja Rasulullah, wenn ich eine Sünde begehe, ich bereue sie, doch nach einer Zeit falle ich wieder in diese Sünde. Was ist damit, ja Rasulullah? Er sagte, wenn du wieder bereust, Allah vergibt dir. Und er stellte und wiederholte die Frage mehrmals, bis der Gesandte a.s.w. sagte, ja, oh Sufyan, solange es dir nichts ausmacht, Allah um Vergebung zu bitten, Allah macht es nichts aus, dir zu vergeben. So ist es, mein Gärtenbrüder. Solange uns es nichts ausmacht, unsere Hände zu erheben, sei es am Tag oder in der Nacht, und Allah Azza wa Jal um Vergebung zu bitten, um Gutes zu bitten, im Dies als auch im Jenseits, Allah den Erhabenen Azza wa Jal macht es nichts aus, uns zu vergeben. Ikhwan, taqaddam, kommt noch ein Stück nach vorne bitte, Barakallahu. So sprach der Gesandte a.s.w. zu ihr, oh Aisha, sag, oh Allah, du bist allvergeben, du liebst es zu vergeben, so vergib mir. Das heißt, der Muslim muss diese Tage und diese Nächte mit diesem Bittgebet verbringen, als auch mit vielen anderen Bittgebeten. Mit dem Gebet in dieser Nacht, insbesondere Salat al-Tarawih, aber auch zu Hause freiwillig. Denn der Prophet a.s.w. sagt, Man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Wer Laylatul Qadr im Stehen verbringt, im Gebet verbringt, in guten Taten verbringt, Allah der Erhabene Azza wa Jal vergibt ihm seine vergänglichen Taten. Mit Ausnahme der Großen. Für die Großen muss man Tauba machen. Doch wenn der Muslim Verstand besitzt, dann selbstverständlich bittet er Allah den Erhabenen Azza wa Jal um Vergebung auch für seine großen Taten. Insbesondere für seine großen Taten. Aus diesem Grund, der Muslim verbringt diese Nächte mit dem Gebet. Verbringt diese Nächte mit dem Koran. Verbringt diese Nächte mit dem Bittgebet, mit dem Dua. Verbringt die Nächte mit der Absicht, die er nachts fasst, um sie im Tage auszuführen. Aus diesem Grund, der Muslim schaut, wo hat er Mängel? Einige sind, Alhamdulillah, von den Musallin. Einige sind von denen, die viel beten. Freiwillig ist die Regel. Wir reden nicht von dem Pflichtgebet. Da gibt es keinen Kompromiss. Wenn man von denen ist, die viel beten, Alhamdulillah, schaut man, was kann ich hinzufügen. Wenn man von denen ist, die viel Dua machen, was kann ich hinzufügen. Wenn man von denen ist, die über Nacht viel Koran lesen, schaut man, was kann ich hinzufügen. Der Sheikh aus der albanischen Moschee erzählt, er sagt, wir hatten einen Bruder, der mit mir im Zimmer war während des Studiums in Medina, aus Dagestan. Er sagt, er hat in der Nacht 31 Juz vom Koran gelesen. Und ich wunderte jede Nacht. Und ich wunderte mich darüber, warum gerade 31. Ich fragte ihn danach und er sagte zu mir, Uthman ibn Affan radiallahu anhu hat 30 Juz vom Koran in einer Nacht gelesen. Ich möchte Uthman wieder überholen. Ich möchte von denen sein, die mit Uthman ein Rennen machen. Subhanallah, Alhamdulillah, es gibt noch Menschen, die Rennen machen mit den ganz Großen. Die wetteifern mit den ganz Großen. Und es gibt leider auch von denen, die sowohl am Tag als auch bei Nacht schlafen. Möge Allah uns vergeben und uns von denen machen, denen er diese gesegnete und erhabene Nacht gewährt. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Die Laylatul Qadr ist die eine Sache. Die andere Sache ist, es gibt 2 oder 3 Mitteilungen. Doch bevor ich zu den eigentlichen Mitteilungen komme, habe ich die letzten Tage, wie auch eigentlich in jedem Ramadan, doch in diesem Monat habe ich besonders darauf geachtet, eine traurige Feststellung machen müssen. Viele Muslime gehen zum Salat al-Tarawih, aber nicht zu den Pflichtgebeten. Viele Muslime beten Salat al-Tarawih, aber nicht die Pflichtgebete. Weder zu Hause noch sonst. Ich habe in diesem Ramadan in verschiedenen Moscheen viele Menschen gesehen, von denen ich genau weiß, aus Gesprächen mit ihnen, dass sie nicht beten. Oder dass sie nur Jumu'ah beten. In jedem Tarawih waren sie da. Alhamdulillah. Einerseits Alhamdulillah. Doch, Subhanallah al-Azim, hier sieht man, dass die Muslime heute den Überblick verloren haben. Dass wir nicht unterscheiden können zwischen dem, was richtig und dem, was falsch ist. Zwischen dem, was weiß und was schwarz ist. Salat al-Tarawih ist zweifellos eine gewaltige Tat. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Wer Salat al-Tarawih im Ramadan verrichtet, wer den Monat Ramadan im Stehen im Gebet verbringt, mit den Imam, mit der Jama'a, Allah Azza wa Jal vergibt ihm seine vergangenen Sünden. Ja, aber kein freiwilliges Gebet. Unabhängig davon, wie gesegnet, wie glorreich, wie erhaben, wie schön, wie groß sie auch sein mag, kann mit einer einzigen Pflicht verglichen werden. Wenn ein Mensch den gesamten Monat Salat al-Tarawih verrichtet, so ist dies nicht zu vergleichen mit einem einzigen Gebet von den 5 Pflichtgebeten, die Allah Azza wa Jal bestimmt hat. Ein Lohn. Unmöglich. Unmöglich. Alle Gelehrten der Ahl Sunnati wal Jama'a sagen dies. Ein einziges Pflichtgebet
kann nicht mit 30 Salat al-Tarawih verglichen werden. Unmöglich. Wie? Salat al-Fajr 2 Gebetsanhänge. Salat al-Tarawih 11, 13, 20, 23, je nachdem. 36, 43 wie die Salat. All dies kann nicht verglichen werden. Allah, der Erhabene, wie wir es oft erwähnt haben, hat im Hadith Qudsi gesagt: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Mein Diener kann sich mir mit nichts eher nahe kommen. Mein Diener kann sich mir mit nichts eher näher als mit dem, was ich ihm an Pflichten auferlegt habe. Durch die Ausführung der Pflichten kommst du Allah tabaraka wa ta'ala derartig nah, wie durch keine andere Tat. Wie durch keine andere Tat. Allah subhanahu wa ta'ala hat aus diesem Grund die Pflichtgebete gelassen. Über das ganze Jahr. Unabhängig davon, ob man im Krieg ist oder im Friedenszustand. Unabhängig davon, ob man krank oder gesund ist. Der Muslim ist in jeder Lage seines Lebens beten. Selbst wenn er im Bett liegt und sich absolut nicht bewegen kann. Er muss mit seinen Sinnen beten. Es gibt keine Befreiung von Gebet. Deshalb macht es mich traurig, wenn man Menschen sieht, die zum Salat al-Tarawih kommen. Einige kommen sogar, Wallahi, ich habe es beobachtet. Einige kommen sogar extra zu spät, nachdem Salat al-Isha verrichtet wurde, nachdem Sheikh Huwaid einen kurzen Vortrag gehalten hat, kommen extra zu spät, um Salat al-Tarawih zu beten. Nein, Isha, nein. Salat al-Tarawih, das ist wichtig. La ilaha illallah. Hier sieht man, dass wir Muslime, wie eben erwähnt, den Überblick verloren haben. Nicht mehr unterscheiden können zwischen richtig und falsch. Der Prophet a.s. sagt, und diesen Hadith haben wir schon mal erwähnt und ausführlich darüber gesprochen: لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ. Es gibt nichts, was Allah, den Erhabenen Azza wa Jal, lieber ist als 2 Tropfen und 2 Schritte. Welche sind die Schritte? Einer von ihnen ist وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Ein Schritt, den der Diener macht, in Richtung der Ausführung eines Gebotes, einer Pflicht von den Pflichten Allahs Tabaraka wa Ta'ala. Wenn du einen Schritt Richtung Moschee machst, mit der Absicht, Salat al-Isha zu verrichten, dieser Schritt ist lieber bei Allah Tabaraka wa Ta'ala als jegliche Art von Schritten. Als jeder andere Schritt dieser Erde. Aus diesem Grund, mein Gärtenbrüder, wenn ihr von denen wart, wenn es welche unter euch gibt, inshallah ta'ala nicht, wenn es welche unter euch gab, die bisher Salat al-Tarawih gebetet haben, Salat al-Isha aber nicht, so sollen sie Salat al-Isha beten und wenn es sein muss, Salat al-Tarawih komplett auslassen. Kein Problem. Kein Problem in dem Sinne, dass man diese Dinge nicht vergleichen darf. Salat al-Tarawih darf nicht dazu führen, dass du die anderen Pflichten unterlässt. Oder du denkst, dass du etwas Gutes getan hast und die anderen Pflichten nur eine Nebensache werden. Nein, nein. Na'udhu billah. Der Muslim versucht sowohl die Pflichten als auch die freiwilligen Taten wie Salat al-Tarawih und weitere in diesem gesegneten Monat, insbesondere in diesem gesegneten Monat Ramadan, zu verrichten, damit er die Gnadengabe Allahs Tabaraka wa Ta'ala gewinnt. Deshalb, mein Gärtenbrüder, achtet darauf, sagt es euren Kindern, sagt es euren Brüdern, sagt es euren Schwestern, sagt all denen, die mit euch kommen, um in die Moschee zu beten, dass Salat al-Tarawih keinesfalls mit einer Pflicht von den Pflichten Allahs Tabaraka wa Ta'ala verglichen werden kann. Und der Diener kommt Allah, den Erhabenen Azza wa Jal, nur durch die Ausführung der Pflichten derartig nah, wie durch keine andere Tat. Die andere Sache ist, dass Salat al-Eid, inshallah ta'ala, wie eben erwähnt, am nächsten Freitag um 7:30 Uhr verrichtet wird. Salat al-Eid wird inshallah ta'ala für Sa'a 7:30 in dieser Moschee verrichtet. 7:30 Uhr, bi'idhnillahi ta'ala. Gemäß der Mehrheit der Gelehrten, derjenige, der teilnimmt am Salat al-Eid, ist vom Freitagsgebet befreit. Gemäß der Mehrheit der Gelehrten, derjenige, der am Salat al-Eid, am Bayram-Gebet teilnimmt, ist von dem Freitagsgebet befreit. Nichtsdestotrotz, der Muslim sollte auch am Freitag kommen und sich den Lohn, den gewaltigen Lohn, den Allah Tabaraka wa Ta'ala für diesen gesegneten Tag vorher bestimmt hat, angeln. Doch wenn er nicht kann, wenn er verhindert ist, er hat keine Sünde bei Allah, den Erhabenen Azza wa Jal. Aus diesem Grund, das ist die erste Mitteilung. Die zweite ist die, dass wir heute inshallah ta'ala hier gemeinsam Iftar essen werden. Es wird einen großen Iftar geben, alle sind herzlich eingeladen. Jeder, der die Möglichkeit hat zu kommen, soll sich zu uns gesellen und mit uns zusammen essen und mit uns zusammen Fasten brechen, auf dass wir die Gnadengabe Allahs Tabaraka wa Ta'ala gewinnen. Und die andere Mitteilung ist die, meine geehrten Brüder, wie wir es oft erwähnt haben, wir benötigen mehr Mitglieder. Die Moschee, um genau zu sein, ich bin ein Teil von euch, die Moschee benötigt mehr Mitglieder. Wir haben nur 30 aktive Mitglieder, das ist sehr wenig. Für eine Moschee, wo es 200-300 Menschen gibt, die zum Gebet kommen, Salat al-Eid und Salat al-Jum'ah und so weiter. Wir sollten von denen sein, die spenden, von denen sein, die Mitglieder des Guten werden. Die versuchen, überall ein bisschen von dem, was Allah Azza wa Jalla uns gegeben hat, zu teilen. Und was gibt es Besseres als für die Moschee, für die Häuser Allahs Tabaraka wa Ta'ala? Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, bana Allahu lahu baytan.
Wer teilnimmt am Bau einer Moschee oder am Erhalten, am Dasein einer Moschee, Allah Ta'ala baut ihnen ein Haus im Paradies und die Häuser des Paradieses sind mit nichts und aber nicht zu vergleichen. Die Gebäude im Paradies, der Lohn im Paradies ist mit nichts zu vergleichen. Mit 5 Euro kannst du teilnehmen, mit 3 Euro, mit 2 Euro, kein Problem. Allah obliegt keiner Seele etwas, was sie nicht zu tragen kann machen. Deshalb, sei von denen, die ein Mitglied dieser Moschee werden oder auch eine andere Moschee, die eure Hilfe benötigt. Denn nur derartig können wir zeigen, dass wir eine Umma sind, dass wir ein Körper sind, dass wir zusammenhalten, dass wir einander unterstützen. Wir alle haben verschiedene Verträge. Ich habe, Wallahi, vorgestern zuletzt 2 Verträge gekündigt, online. Heutzutage, Alhamdulillah, sehr einfach. 2 Verträge, von denen ich nicht mehr wusste, dass ich sie habe. Jeden Monat wurde Geld abgezogen, ich habe nicht darauf geachtet. Alhamdulillah, 2 Verträge gekündigt. Geld gespart, wo man es anderswo viel sinnvoller nutzen kann. Deshalb, jeder Einzelne von euch soll schauen, was bezahle ich, wo bin ich angemeldet, wofür gebe ich meinen Beitrag, wofür gebe ich dies oder jenes und sollte ich dies nicht besser für die Moschee geben, sei es auch nur 5 Euro, sei es auch nur 10 Euro. Dies schadet uns nicht. In meiner Heimat sagt man, wenig Geld macht dich weder arm noch reich. Wenn du es verlierst, du wirst nicht arm, wenn du es gewinnst, du wirst nicht reich. Aus diesem Grund, jeder Einzelne von uns wird nicht reicher oder ärmer wegen 5 oder 10 Euro im Monat, das spürt man nicht. Einmal etwas essen gehen, sind 5 oder 10 Euro vergangen, aber der Lohn bleibt hier, solange die Moschee besteht oder eine andere Moschee. Und diesen Lohn, Wallahi Alim, sei dir dessen bewusst und zweifle keinesfalls darin. Du wirst es im Grab finden und du wirst es morgen, wenn du vor Allah, den Erhabenen Azza wa Jal stehst, möge Allah Ta'ala uns vergeben und uns von den Rechtschaffenen machen. Allahumma Amin.